Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte es in einem der letzten schon angekündigt und wollte euch jetzt hier heute ein bisschen was über das Yin-Yoga erzählen. Also ich habe Anfang des Jahres meine Yin-Yoga-Lehrerausbildung erfolgreich abgeschlossen und wollte euch mal erklären, was Yin-Yoga überhaupt ist. Also vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Ich habe Anfang der 2000er Jahre, 2012 glaube ich, meine Ausbildung als Pilates-Trainerin gemacht, habe da auch mit meinem Mann zusammen in verschiedenen Seminaren damit gearbeitet und mache eigentlich Yoga seit, ich würde sagen, Mitte der 90er Jahre. Habe aber immer das klassische Hatha-Yoga gemacht. Seit wir hier in Norwegen leben, habe ich hier einen sogenannten Medi-Yoga-Kurs gemacht, beziehungsweise 3. Und das Medi-Yoga ist, glaube ich, relativ spezifisch für Norwegen, weil es ein sogenanntes medizinisches Yoga ist. Die Ausbildung gibt es hier tatsächlich auch nur in Norwegen und in Norwegisch. Sonst hätte ich, glaube ich, das auch gemacht, was ich ganz spannend finde. Da geht es schon ähnlich wie in diesem Ansatz vom Yin-Yoga sehr um Flexibilität, auch gerade im Alter und so weiter. Beim Medi-Yoga wohlgemerkt. Das Yin-Yoga verhält sich ein bisschen anders, ist auch eine der etwas neueren Yoga-Arten, ist eigentlich so mehr oder weniger in den 80er Jahren entstanden und wie der Name schon sagt, basiert es natürlich ganz stark auf diesem Yin- und Yang-Konzept. Das Yin- und Yang-Konzept ist ja aus der fernöstlichen Philosophie und beim Yin-Yoga treffen auch im Prinzip die Yoga-Tradition aus dem Indischen zusammen mit Traditionen aus der chinesischen Medizin oder aus der chinesischen Philosophie, was beispielsweise Meridiane im Körper betrifft oder das Qi, also die Lebenskraft oder Lebensenergie, die im Körper unterwegs ist. Und also beim Yin-Yoga ist es im Prinzip so, dass es eben dieses Yin- und Yang-Konzept als Grundlage hat, was ja in diesen Philosophien grundsätzlich als Grundlage da ist. Also und beim Yang sagt man ja, also das Yang-Konzept ist eher starke Energie, die das Herz zum Beispiel auch stark beansprucht. Also klassische Yoga-Formen wie das Vinyasa-Yoga oder auch das Hatha-Yoga sind mehr in der Yang-Energie. Und wir leben in unserer Welt hier, in der westlichen Welt, sehr, sehr stark in der Yang-Welt. Also wir sind sehr stark auf das Außen fixiert. Wir sind sehr stark in diesem Leistungsgedanken orientiert. Und das heißt, wir sind auch in unseren Sportarten sehr oft in diesem Yang-Prinzip drin, so wie beispielsweise das Laufen. Also alles, was den Körper eigentlich, sag ich mal, noch ein Stück weit mehr erschöpft. Das Yin-Prinzip ist eigentlich das Prinzip, in dem Fall natürlich das Gegenteil vom Yang, also ein mehr zur Ruhe kommen, mehr grounden. Es ist eine kühlere Energie, die dann im Körper vorherrscht, also was es im Yang eben sehr erhitzend ist, so kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen, ist im Yang eher kühlend. Und das Ziel grundsätzlich von diesen zwei Prinzipien ist, dass sie zusammenkommen, was man in diesem weiß-schwarzen Kreis ja genau sehen kann, sodass es eigentlich eine Balance zwischen beiden gibt. Also das ist eigentlich das Ziel, dass beide Formen von Energieströmungen ausgeglichen sind, um somit das Bestmögliche für einen selbst und für den Körper herauszuholen. Und deswegen ist das Yin-Yoga eben genau nicht so wie das Yang, also wie ein Vinyasa oder wie ein Hatha-Yoga. Hier werden beim Yin-Yoga auch nicht die großen Muskelgruppen angesprochen, wie es eben bei diesen Yoga-Arten zum Beispiel ist, sondern hier geht es zum Beispiel darum, dass man sich im ersten Schritt gar nicht aufwärmt, sondern direkt in eine Position geht. Und man geht also in Positionen, die auch sehr lange gehalten werden. Also eine Yin-Position wird zwischen 3 bis 7, vielleicht auch 10 Minuten gehalten, je nach Vermögen der Teilnehmer. Und es geht auch in dem Yin-Yoga um das Prinzip, dass die individuelle Körperlichkeit im Grunde genommen gefeiert werden sollte, was ich einen sehr schönen Ansatz finde, weil es eben sehr inklusiv ist. Das heißt,
jeder kann es in einer bestimmten Form machen und es geht eben ganz klar auch darum, die Individualität und das Vermögen des eigenen Körpers kennenzulernen und auch wertzuschätzen. Und es geht nicht darum, jetzt möglichst eine fancy Pose, wer weiß wie toll, halten zu können. Es geht hier nicht um einen Ehrgeiz oder irgendwas erreichen zu wollen, sondern es geht tatsächlich eher darum, sich selber zu spüren. Natürlich, selbstverständlich wie bei allen Yoga-Arten auch das Atmen dabei wertzuschätzen und zu intensivieren. Und letztendlich geht es dadurch, dass diese Posen sehr lange gehalten werden, darum, dass eben nicht die Muskeln angesprochen werden. Die werden natürlich auch ein Stück weit angesprochen, aber nicht so intensiv. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es quasi das Bindegewebe, das fasziale Gewebe, Sehnen, Bänder, Gelenke anzusprechen. Also wenn man zum Beispiel im Yin-Yoga eine Pose sehr lange hält, dann hat es auch einen Effekt auf die Gelenke und auch beispielsweise auf die Produktion der Gelenkschmiere, der Synovia, dass das eben angeregt wird. Und natürlich geht es auch dabei, sage ich jetzt mal, energetisch den Körper damit so ein Stück weit zu öffnen. Und deswegen finde ich, ist auch das Trainieren mit anderen Menschen im Yin-Yoga eine recht verantwortungsvolle Position, weil eben auch sogenannte Energieblockaden im Körper gelöst werden können und man da als Lehrer im Grunde genommen auch aufmerksam sein muss, dass eben Menschen, die möglicherweise dann mit ihrem Energiethema, was da hochkommt, gegebenenfalls überfordert sind oder eben sich erschrecken, dass irgendwas gelöst wird, dass man die auch gut auffangen kann und dass man hier auch unbedingt traumasensibel arbeiten muss. Also nochmal zusammengefasst, das Yin-Yoga ist eben eine sehr ruhige Praxis. Sie dauert auch relativ lange, also eine Yin-Yoga-Stunde kann man jetzt nicht in einer Viertelstunde machen, sondern sie dauert meistens schon eine halbe Stunde bis eine Stunde, weil eben diese Positionen relativ lange gehalten werden. Nach dem Halten spürt man in den Körper nochmal nach. Es geht hier ganz, ganz viel um Körperwahrnehmung, es geht aber auch ganz, ganz viel um Entspannung, um die Atmung und um das auch zur Ruhe zu kommen, also was das Yin ja im Vergleich zum Yang eben anders macht. Ja, also das Yin-Yoga soll auch eben diesen Alltag, diesen hektischen Alltag, den wir oft haben, ausbalancieren. Und das heißt jetzt auch nicht, dass man nur noch Yin-Yoga macht, sondern dass es eigentlich eine sehr, sehr gute Praxis ist, in Kombination entweder mit anderen Yoga-Formen oder eben anderen Sportformen, aber dass es eben auch ein ganz wichtiger Aspekt ist im Leben, dieses zur Ruhe kommen, dieses in sich reinspüren und auch eben die Möglichkeit haben, an seiner Flexibilität noch ein Stück weit zu arbeiten und eben etwas für das fasziale Gewebe zu tun, was gerade, wenn man älter wird, umso wichtiger wird, um eben auch in seinem Körper flexibler zu bleiben. Und selbstverständlich ist das Yin-Yoga natürlich auch sehr, sehr gut dafür geeignet, Stress zu reduzieren und in mehr eine emotionale Balance zu kommen. So. Beim Yin-Yoga ist es sehr erwünscht, mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Oder es ist tatsächlich auch eins der wichtigen Aspekte im Yin-Yoga. Also wer jetzt viele andere Yogastunden schon gemacht hat oder eben auch im Fitnessstudio gemacht hat, dann geht es ja meistens darum, also unterschwellig liegt da oft so ein bisschen so ein Wettstreit drin, wer die Pose besser halten kann oder. Das ist im Yin-Yoga nicht so. Ganz im Gegenteil, es werden sehr, sehr viele Hilfsmittel angeboten, die auch genutzt werden sollen. Es soll ja darum gehen, die Individualität des eigenen Körpers zu erkennen und mit dieser Individualität auch arbeiten zu können. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall mit sogenannten Yoga-Blöcken arbeiten, mit 2 Stück, dass man oft auch mit einem Band arbeiten kann, also wenn es beispielsweise auch um Dehnungen geht, der Beine beispielsweise. Ganz wichtig sind auch hier Decken. Also wer beispielsweise jetzt nicht gut im Schneidersitz sitzen kann, weil es total unbequem ist für sie oder ihn in der Hüfte, dann kann man eben seinen Sitz mit 1 oder 2 Decken erhöhen.
Also das heißt, man hebt die Hüfte und schon ist der Sitz viel komfortabler, weil es auch darum geht, um diese Position möglichst lange halten zu können, müssen wir es unserem Körper etwas einfacher machen. Es geht zwar im Yin-Yoga auch darum, leichten Stress auf die Gelenke oder eben auch auf das fasziale Gewebe auszuüben. Also es ist jetzt auch anstrengend, man muss es auch veratmen, aber es soll eben nicht schmerzen, es soll kein zu starker Stress sein und deswegen ist es gut, mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Oder auch, was auch ganz wichtig ist, ist das sogenannte Bolster. Das ist hier ein relativ festes Kissen, was eben auch ganz viele Funktionen und unterstützende Wirkung haben kann. Für alle die das jetzt irgendwie zu Hause machen wollen, sagen ja, okay, toll, jetzt muss ich mir hier 1000 Sachen kaufen, um so ein Yin-Yoga zu machen. Das ist so ein bisschen tricky bei dieser Yoga-Form. Tatsächlich kann man am Anfang das natürlich auch mit jeder einfachen Decke ersetzen. Bolster kann man irgendwie ein festeres Kissen nehmen. Man kann auch versuchen, mit den Yoga-Blöcken beispielsweise Bücher zu nehmen, feste Bücher, oder mit so einem Yoga-Strap kann man natürlich auch ein Handtuch nehmen zum Beispiel. Das ist alles gut ersetzbar. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich auch hier mit meiner Familie trainiere und wir jetzt hier natürlich auch nicht 15 Yoga-Blöcke und so haben, ist der Yoga-Block meines Erachtens das einzige, wo man wirklich rein investieren sollte, weil jetzt mit Büchern oder irgendeiner anderen Art und Weise wird es so ein bisschen schwierig, weil diese Teile eben auch viel an Positionen abhalten müssen, so würde ich mal sagen. Also in Yoga-Block, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich tatsächlich rein investieren würde. Alles andere lässt sich sehr, sehr gut ersetzen. Aber das ist wirklich eine bessere Variante, als jetzt beispielsweise mit einem Buch zu arbeiten. Aber um erstmal reinzukommen und zu gucken, ist das überhaupt was für mich, ja, glaube ich, kann man erstmal so anfangen. Ja, und wie gesagt, man arbeitet eben ganz individuell mit seinem eigenen Körper, beziehungsweise jetzt als Lehrer mit den Körpern, die da sind, und versucht, die bestmöglich zu unterstützen. Also auch entweder mit den Props oder eben auch mit Modifikationen dieser Übungen. Und das Wichtige, finde ich, in dieser Praxis ist eben auch, diese Übungen zu machen und dass es auch in einer Atmosphäre entsteht, die für die Übenden sicher ist und gleichzeitig aber auch eine Art von meditative Atmosphäre entsteht, in der man seinen Körper bewusster wahrnehmen kann, seine Atmung bewusster wahrnehmen kann und dann eben nach dieser Stunde eben sehr erfrischt wieder rausgehen kann und sich gegroundet hat. Also durch diese entspannte Atmosphäre ist es eben auch so, dass im Yin-Yoga der Parasympathikus aktiviert wird und das dann eben auch zu einer Entspannung der Muskulatur führt und letztendlich einer Entspannung des gesamten Nervensystems. Und wie ich finde, ist es ja in unserer momentanen gesellschaftlichen Situation tatsächlich wichtig, sich da zu entspannen und einen guten Ausgleich zu schaffen zu den Sachen, die wir im Alltag immer mehr in diesem Yang-Prinzip erfahren. Ja, und so funktioniert also so eine Yin-Stunde. Es ist natürlich auch ein Prinzip, auf dem man aufbaut, wie bei allen Sachen, die man tut. Also man fängt irgendwo an und über die Zeit werden sich Modifikationen einstellen im eigenen Körper. Man arbeitet ja auch mit der eigenen Schwerkraft zum Teil. Und dann ist es natürlich so, dass man da auch Fortschritte macht, aber eben nicht unter der Prämisse schneller, höher, weiter, sondern eben merkt, dass dann diese Sachen einem gut tun im Körper und eben auch im Geist und das eben einen wirklich guten Effekt hat für unser ganz normales Leben im Alltag. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein paar Informationen zur Verfügung gestellt. Vielleicht habt ihr Lust, in die Kommentierungen mal reinzuschreiben, ob ihr schon mal Yin-Yoga gemacht habt. Und ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle, wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin.